Hallo liebe 1000 PS-Fans, ich bin die Steffi und heute begrüße ich euch mal zur Abwechslung ganz alleine, ohne Unterstützung aus dem sonnigen Barcelona. Wir sind hier für die Fahrpräsentation der nagelneuen Street Triple RS, wie ihr sehen könnt, von Triumph. Und es hat sich einiges verändert im Gegensatz zur Vorgängerin. Was das ist und wie es sich anfühlt, das erfahrt ihr gleich, also bleibt dran. Ich war auf jeden Fall verwundert, wie viel Performance in diesem Motorrad steckt, wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist. Ich bin ja im letzten Jahr schon die ältere Street Triple gefahren, von der war ich auch schon begeistert. Das war auch schon meine Lieblingstriumph, also in der Naked Bike Sparte. Aber die haben so viel verändert, so viel optimiert, das ist einfach nur cool, ne? Also die Schwinge, dass die anders funktioniert, das spürt man wirklich. Die ganzen elektronischen Helferlein, die sind super unterstützend. Das Fahrwerk ist einfach der Wahnsinn. Der Öl- und Stoßdämpfer funktioniert so gut. Die Schobergabel ist ein Knaller. Und es steckt so viel Performance in dem Motorrad. Am Motor merkt man definitiv, dass es ein Riesenschritt nach vorne war. Der ist ja ein ursprünglich ein Daytona-Motor. Den haben sie ein bisschen aufgebohrt. Also 765 Kubik. 123 PS stecken jetzt hier drin. Also es geht schon ordentlich vorwärts. 77 Newtonmeter, die schieben schon gut von hinten. Es macht wirklich wahnsinnig Spaß. Dieser Sound, du bist jetzt ein Mädel, wie wichtig ist dir ein geiler Sound? Ist super wichtig. Ist auf jeden Fall wichtig. Gerade wenn man damit durch die Stadt fährt, ich komme ja aus Berlin, ne, da ist so ein bisschen Protzen halt ganz angebracht. Und da kannst du mit dem auf jeden Fall auf dem Kudamm richtig Alarm machen. Ne? Weil selbst mit der Standardanlage hat die einen super geilen Sound, trotz Euro 4. Und es macht einfach super Spaß, da mal ein bisschen am Gas zu ziehen. Die RS-Version, die hat eine Brembo-Bremsanlage mit 4 Kolben, radial verschraubt, nicht so wie die S, die hat eine axial verschraubte. Und das packt schon ordentlich, gerade wenn das ABS dann noch unterstützt. Auf der Rennstrecke, es funktioniert schon richtig gut. Also man kann schon den Bremspunkt ziemlich weit nach hinten verlagern, sage ich es mal so. Auf der Rennstrecke hat es eine Situation gegeben, wo du gesagt hast, das war knapp oder so? Oder hast du dann nachher das Gefühl gehabt, dass das dann doch irgendwie easy zu handeln war? Es ist grundsätzlich alles easy zu handeln. Also sie verzeiht einem wahnsinnig viel. Ich bin ja auch so ein ruppiger Fahrer. Ich habe keine besonders ruhige Fahrweise. Ich lasse die Kupplung immer springen oder hau die Gänge rein. Von daher, sie verzeiht wahnsinnig viel. Und es macht auch irgendwie ein bisschen Spaß, wenn dann so das Hinterrad ein bisschen kommt. Oder das ist schon ganz witzig. Also es macht sie wirklich gut mit. Und von daher ist da alles im grünen Bereich. Ja, also den Quickshifter, den finde ich richtig gut. Ist irgendwie was so auf der Rennstrecke zu Hause ist, was dort entstanden ist. Brauchte man früher nie, aber es ist einfach super, wenn man es hat, weil es erspart einem viel Arbeit irgendwo und auch viel Zeit auf der Rennstrecke. Von daher ist es immer schön, so ein Ding zu haben. Und ich finde bei dem wirklich traumhaft, wie kurz die Schaltzeit ist und wie sauber der in den nächsten Gang schaltet. Das ist wirklich, man muss zwar natürlich von der Drehzahl her ein bisschen höher sein, ist ja klar. Ansonsten ist das Schalten so ein bisschen ruppig, dann zuckt so kurz. Aber ansonsten ganz fluffig, ganz sauber, nächsten Gang rein. Traum. Also was ich besonders noch cool finde, wo wahrscheinlich viel Entwicklung reingeflossen ist, ist die Schwinge. Die ist nämlich nochmal komplett optimiert worden. Also die war nicht schlecht beim Vorgängermodell, auf keinen Fall. Aber es gab natürlich eventuell ein paar kleine Schwachstellen, die man ausgebessert hat. Der Schwingdrehpunkt
ist 4 mm hochgelegt worden, weil die Geometrie, dadurch, dass sie die verändert haben, geht die, wenn man aus der Kurve raus beschleunigt, geht die nicht so arg in die Knie hinten. Das ist nämlich ein wirklich großer Vorteil auf der Rennstrecke, gerade auch mit dem Mehr an Leistung, die sie ja jetzt hat. Es ist natürlich besser, wenn es hinten ein bisschen stabiler ist beim Rausbeschleunigen und das funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Da steht sie, die nagelneue Street Triple RS. Das ist die RS-Version, ganz wichtig nochmal. Es gibt auch eine R- und eine S-Version, die sind etwas abgespeckt, sage ich mal so, sind einfach auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet, von der Optik, von der Technik, von der Leistung her. Also das ist relativ breit gestreut, sage ich mal, dass man einfach viele Leute mit dem Motorrad erreicht und es ist tatsächlich so, es ist egal, wer sich da drauf setzt, jeder hat damit Spaß, weil sie kann einfach alles. Sie hat Leistung, 123 PS stecken da drin, ist entwickelt worden aus dem Daytona-Motor, 765 Kubik hat sie jetzt und 77 Newtonmetern, also es zieht ordentlich am Hinterrad, es macht richtig Spaß auf der Landstraße. Ich bin ja wirklich kein Landstraßenfahrer, ne? Wirklich nicht. Ich fahre nicht so gerne Landstraße, auch nicht besonders gut. Das musste meine Gruppe heute, hat sie auch zu spüren bekommen, weil ich immer hinterher hing. Egal. Aber ich habe ein Urvertrauen in dieses Motorrad gehabt, das habe ich wirklich selten. Es ist einfach stabil, das Handling ist trotzdem super. Sie fährt so leicht um die Kurven. Es ist so leicht, sie einfach reinzulegen. Man hat das Gefühl, es macht ihr selber total Spaß. Und bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn fährt sie so stabil geradeaus, als wäre sie 2 Meter lang. Also es macht wirklich, egal wo, macht es riesig Spaß. Auf der Rennstrecke brauche ich nicht zu sagen. Catalunya ist natürlich eine Traumrennstrecke, ein absoluter Traum. Da habe ich richtig drauf hingefiebert, weil ich unbedingt dort fahren wollte, auch unbedingt mit diesem Motorrad. Und es war der absolute Knaller. Wir hatten natürlich auch noch Traumwetter, haben wir richtig Glück gehabt. Und es ist einfach genial. Es ist genial. Ich muss auch dazu sagen, ich bin richtig glücklich, dass da Supercorsa drauf sind, also standardmäßig auf diesem Motorrad, weil die funktionieren auf der Straße sofort, auch wenn sie nicht richtig warm sind. Und auf der Strecke, wenn die richtig heiß sind, dann kleben die auch total gut. Sie haben eine schöne Form, man kann viel Schräglage fahren. Da kommen einem dann so ein bisschen die Fußrasten manchmal dazwischen, aber es ist nicht so schlimm. Man hat genug Bodenfreiheit auf jeden Fall, um ordentlich um die Kurven zu fahren. Genau, eine Sache habe ich noch, die mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich ja auch klein und leicht bin, also wir passen echt gut zusammen, weil sie hat nämlich leer nur 166 Kilo und damit ist sie das Fliegengewicht quasi unter den Naked Bikes. Die Position hat sie schon lange inne, aber die hat sie jetzt nochmal ausgebaut, weil es wurden nochmal 2 Kilo abgespeckt. Auf die Frage hin bei der Pressekonferenz, wo diese 2 Kilo abgespeckt wurden, kam nur die Antwort, naja, wir haben ja den Hub aufgebohrt. Fanden wir sehr gut, also quasi Material gespart. Nein, aber zum Beispiel die Schwinge ist wesentlich leichter mittlerweile, weil die ist ja auch komplett überarbeitet worden, habe ich schon erzählt. Was ich persönlich an dem Modell besonders spannend finde, ist, dass sie mittlerweile seit 10 Jahren existiert. Also vor 10 Jahren ist die erste Street Triple von Triumph rausgekommen und seitdem hat sich grundsätzlich am Design nicht viel verändert. Sie haben versucht, immer mit der Zeit zu gehen und ich finde, gerade bei dem Modell ist es sehr, sehr gut gelungen, weil es ist immer noch das alte, zurückhaltende, also alt klingt jetzt negativ, aber so ist es absolut nicht gemeint, dieses etwas konservative, zurückhaltende Design, irgendwie zeitlos, irgendwie klassisch und es ist so ein bisschen moderner Touch dazugekommen, was ich super finde, also diesen Spagat haben sie echt gut hinbekommen. Und die RS-Version kommt in 2 Farbausführungen, einmal das Silber matt und mit so leichten Rotakzenten und dann nochmal eine schwarz-rote Version. Die hier gefällt mir, um ehrlich zu sein, richtig gut. Was sagt ihr? Ihr könnt es gerne in die Kommentare posten, würde mich wirklich interessieren, wie sie euch gefällt. Was allerdings dazugekommen ist, was natürlich toll ist, ist, dass sie auf dem allerneuesten technischen Stand ist. Also sie hat wirklich alles. Sie hat einen Quickshifter, sie hat eine Traktionskontrolle, sie hat ABS, sie hat 5 verschiedene Fahrmodi, die RS-Version. Also es ist alles drin, was man braucht, was das Herz begehrt. Das ist einfach super. Zum TFT-Display. Es ist ja nun mittlerweile kein Tacho mehr, braucht kein Mensch mehr. Ich meine, Autos werden smarter, Handys werden smarter. Dieses TFT-Display ist selbstleuchtend, was ich ziemlich cool finde, weil es einfach geil aussieht. Da steckt alles drin, da muss man sich wirklich eine Weile mit beschäftigen, aber es ist wahnsinnig cool. Das Bike gibt es zwar erst ab März zu bestellen, aber dieses Video seht ihr ja jetzt schon und ihr könnt es gerne kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Abonniert den YouTube-Channel, schaut mal auf unserer Website vorbei, wenn ihr eure alte loswerden wollt. Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal.